Als am 26. März 1827 der von scheinbar ewigen Geldsorgen geplagte Komponist in einer verhältnismäßig bescheidenen Wohnung in Wien stirbt und daraufhin sein Testament eröffnet wird, erlebt man eine Überraschung. Ludwig van Beethoven ist als vermögender Mann gestorben. Er war Großaktionär der österreichischen Nationalbank, die hier ihren Sitz hatte. Beethoven war ein vermögender Mann. Er hat ein Vermögen von 10.000 Gulden hinterlassen. Er hat zu den 5% reichsten Erblassern gehört. Alle Noten bringen mich nicht aus den Nöten. Keine Frage, Leben ohne Geld, besonders in der damaligen Zeit, dies als freischaffender Künstler ist illusorisch. Beethoven war nicht der darbende Künstler, als der er manchmal dargestellt wird, sondern er ist mit seiner Musik reich geworden. Wie hat er das gemacht? Beethoven hielt sein Geld gerne zusammen. Seine Wut über den verlorenen Groschen ist sprichwörtlich. Ein Künstler, der mühsam seine sich immer mehr vom populären Geschmack entfernenden Kompositionen verkauft. Hat er sich reich gespart? Beethoven setzt ganz neue Akzente. Wir können eigentlich nicht vergleichen mit den anderen berühmten Musikern seiner Zeit, mit Haydn zum Beispiel. Die mögen auch vermögend gewesen sein, aber die waren Angestellte ihrer Fürsten und Adeligen und Königs- und Kaiserhäuser. Während Beethoven hat frei gewirtschaftet, das heißt, er war ein neuer Unternehmertypus. Wenn jemand kein Haus, kein Land besessen hat, sondern einfach nur von seinem Einkommen leben sollte, dann war das eine Zeit, wo sich viele, viele Leute einfach nur so irgendwie durchgebracht haben. Keine Frage, dass Beethoven auch bei seinen Kompositionen um jeden Gulden kämpfen musste. Trotzdem komponierte Beethoven nicht für den Geschmack der Zeit. Bei seiner Musik ging er keine Kompromisse ein. Geld hat in keinster Weise seinen Kompositionsstil missbraucht. Im Gegenteil, Beethoven komponierte von seiner eigenen Überzeugung aus. Dass er dann Geld dafür bekam, war natürlich sehr angenehm. Beethoven gilt als der erste selbstständige Komponist, der von seiner Kunst leben konnte. Der Deutschadler Graf Waldstein war Beethovens erster Mäzen hier in Bonn. Er legte auch den Grundstein für Beethovens spätere Karriere beim Adel in Wien. Allerdings wurde hier in Bonn auch den Grundstein für Beethovens pathologische materielle Sorgen gelegt. Beethovens Vater war ein recht notorischer Säufer und er brachte seine Familie in finanzielle Bredouille. Als er dann früh verstarb, wurde es noch schlimmer für Beethoven und seine Brüder. 1792 ging er nach Wien, um sich beim großen Joseph Haydn weiterzubilden. Die Rückkehr nach Bonn war aber bald kein Thema mehr. Er hatte sich in Wien etabliert und französische Truppen hatten Bonn besetzt. Der dortige Hof war aufgelöst worden. Der Sitz des Deutschen Ordens in Wien war ein Treffpunkt der damaligen Society. Auch Graf Waldstein war hier Mitglied. Ohne die vorzüglichen Kontakte des Grafen Waldstein wäre dieser Schritt vielleicht unmöglich, auf jeden Fall bedeutend schwieriger geworden. Waldstein war ein Draufgänger, der zwischenzeitlich als Söldner in Westindien unterwegs war und, nachdem er sein eigenes Vermögen durchgebracht hatte, auch noch das seiner reichen Gattin verschwendete. Er starb vollkommen verarmt.
Beethoven hat Waldstein seine große C-Dur-Sonate Opus 53 gewidmet. Ein wunderbares Stück. Wie am Anfang dieser Sonate die wiederholte Achtel in der Tiefe des Klaviers fast obsessionell klingen, das hat man bis jetzt noch nicht gehört. Einer der berührendsten Stellen aus der Waldstein-Sonate ist das Thema des dritten Satzes mit einer sehr speziellen Pedalvorschrift Ludwig van Beethovens. Wo Beethoven nur Toniker und Dominante benutzt und daraus eine so unglaublich innige Melodie komponiert. Zur Abreise aus Bonn schrieb Waldstein noch in Beethovens Erinnerungsbüchlein: Lieber Beethoven, Sie reisen itzt nach Wien zur Erfüllung Ihrer so lange bestrittenen Wünsche. Durch ununterbrochenen Fleiß erhalten Sie Mozarts Geist aus Haydns Händen. Das hat mit Mozart nichts zu tun, wortwörtlich Nikolaus Arnoncourt. Das ist purer Beethoven, auch Wolfgang Sawallisch mit demselben Tönen. Also man sollte auch nicht versuchen, irgendetwas hineinzuinterpretieren, was nicht stimmt. Natürlich hat die Musik eine Entwicklung gemacht, aber vom ersten Ton, den Beethoven komponierte, das ist reiner, purer Beethoven und sonst nichts anderes. Dank Waldstein fand Beethoven Unterschlupf im Palais des Fürsten Karl von Lichnowsky. Lichnowsky war mit fast allen anderen Wiener Adligen verwandt und Beethoven somit mittendrin. Lichnowsky war der Schwiegersohn von Franz von Thun und Gräfin Maria Wilhelmine von Ulfeld. Damit war er der Schwager von Graf Rasumowski, dessen Frau die Cousine von Fürst Lobkowitz war. Eine andere Cousine von Lobkowitz, Gräfin Elisabeth von Ulfeld, heiratete den Grafen Georg Christian Waldstein, den Onkel unseres Waldsteins. Dessen Vater war der Gatte von Fürstin Maria Anna von Liechtenstein, deren Nichte mit dem Fürsten Nikolaus Esterházy verheiratet war. Eine andere Verwandte hatte einen Lobkowitz geheiratet. Lobkowitzens waren auch mit von Schwarzenbergs verheiratet, die auch Ulfels in der Verwandtschaft hatten und damit dann wiederum direkte Verwandte von Lichnowskys Mutter waren. Eigentlich hoffte Beethoven auf eine Anstellung als Kapellmeister an irgendeinem Hof, wie Haydn bei den Esterházys. Dazu kam es aber nie. So sollte nur ein Magazin der Kunst in der Welt sein, wo der Künstler seine Kunstwerke nur hinzugeben hätte, um zu nehmen, was er brauchte. So muss man noch ein halber Handelsmann dabei sein. Und wie findet man sich da rein? Du lieber Gott, das nenne ich noch einmal sauer. Beethoven wollte nie freischaffender Komponist in Wien werden, sondern Hofmusiker in Bonn. Auch später noch strebte er immer wieder nach einer Festanstellung. Stattdessen wurde er in Wien zu einem selbstständigen Musikunternehmer. Im Theater an der Wien feierte er große künstlerische und finanzielle Erfolge.
Beispiel verdiente Beethoven sein Geld damit, dass er eigene Akademien organisierte. Live-Konzerte sozusagen, worin er sich als Virtuose etablierte. Aber vor allem, worin er seine neuesten Kompositionen dem Publikum präsentieren konnte. Von Beginn an immer die Konzerte im Palais, später natürlich im Theater an der Wien, wo viele seiner Werke uraufgeführt wurden, die er ja zum Teil selbst spielte und auch dirigierte. Die berühmten Akademien von Beethoven, 4-5-Stunden-Programme mit mehreren Pausen, Arien, Streichquartett, bisschen Sinfonie, bisschen Klavierkonzert und dazwischen immer wieder einige Minuten, wo es hieß, der Meister fantasiert auf dem Klavier. Das heißt, er hat nicht nur das Musikalische, sondern auch das Geschäftliche eines Events. Er war so gesehen Eventmanager. Ja? Hat selbst dann Eintrittskarten aufgelegt und von diesen Eintritten verdient. Eine andere Einnahmequelle in den früheren Jahren war der Klavierunterricht. Vor allem für junge, adlige Damen. Zu Beethovens Zeit war der Begriff der Hausmusik ganz, ganz wichtig. Also Töchter der höheren Gesellschaft haben natürlich alle Klavier gelernt. Beethoven hat auch viel davon profitiert, finanziell. Er hat ja viele junge Damen unterrichtet. Aber das Klavierspiel, die Hausmusik, war ein ganz wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens des damaligen Wiens. Mit dem zunehmenden Verlust seines Gehörs fiel diese Einnahmequelle allmählich weg. Eine weitere Einnahmequelle für Beethoven waren Aufmerksamkeiten, die er für Widmungen erhielt. Insgesamt hat er mit diesen Widmungen viele tausende Gulden verdient. Das heißt, er hat gewusst, Leute, die Geld haben, denen widme ich eine bestimmte Sonate zum Beispiel, ja, und da kann ich mit Sicherheit eben dann eine Zuwendung haben. Also es ist eigentlich, wenn man so will, eine Widmungsrendite. Er wurde Gott sei Dank von dem Wiener adeligen Kreis sehr großzügig unterstützt. Ein sehr hoher Prozentsatz der vielen Werke, die er gemacht hat, sind solche, wenn man so will, sehr klar kalkulierten Widmungen, wo eben dann das Geld geflossen ist. Diese Beziehungen waren für Beethoven sehr wichtig und dementsprechend sind auch die Widmungen. Ich hatte schon früher bei der Gesandtschaft um die Erlaubnis, das Werk dem Könige zueignen zu dürfen, angesucht. Man hat mir da etwas von dem Roten Adlerorden 2. Klasse hören lassen. Wie es ausgehen wird, weiß ich nicht, denn nie habe ich derlei Ehrenbezeugungen gesucht. Doch wäre sie mir in diesem Zeitalter wegen manches anderen nicht unlieb. Eine Adelssprechung war selbstverständlich ausgeschlossen. Aber man könnte sich vorstellen, dass ein Orden Privilegien mit sich gebracht hätte, die ihm das alltägliche Leben sehr vereinfacht hätten. Aber nicht immer ging dieses Geschäft auf. Für die Widmung der 9. Sinfonie an Friedrich III. Bekam Beethoven nicht den erhofften Orden, sondern nur einen bescheidenen Ring, den er für lausige 300 Gulden verkaufen konnte. 300 Gulden, da müsste man überlegen, was haben die Leute damals im Monat verdient. Ja, ein Hofmusiker zum Beispiel hat ungefähr 50 Gulden im Monat verdient, also das sind 6 Monatsverdienste. Sowohl selbstveranstaltete Konzerte als auch die Hoffnung auf großzügige Widmungsträger waren riskante Einnahmequellen. Wie aber ist er dann reich geworden? Offenbar gab es noch andere Einkünfte. Komm, schließt mir einen frohen Kreis und bringt es mir herbei. Ihr Dürre gibt ein Liedchenpreis und Märchenheimerei und gibt nachher dem Blinden Sitz der auf. Viel Geld verdiente Beethoven mit Auftragsarbeiten. Das beste Beispiel dafür sind die etwa 180 Volksliedbearbeitungen für den schottischen Verleger Thomson. Die brachten bis zu 6 Gulden das Stück ein. Also insgesamt fast 1000 Gulden. Und damit mehr als 3-mal so viel wie die Widmung der 9. Symphonie an den König von Preußen. Auch diese Kompositionen sind richtiger, starker Beethoven. Drum jaucht mit mir aus voller Brust und mir ungeschickt, da jedes Haupt mit froher Lust im Takt dazu nickt.
Die Bearbeitungen der schottischen, irischen und walisischen Volkslieder im Auftrag von dem Verleger Thomson widerspiegeln wiederum diese Vielseitigkeit von Beethoven. Und ich glaube, er hat es sehr genossen, auch dieses Genre der Musik zu bearbeiten und darüber zu schreiben. Bei Verhandlungen von Honoraren war Beethoven unnachgiebig. Heute würden wir darüber die Stirn runzeln. Aber man darf ja nicht vergessen, dass damals die Rechtslage nicht eindeutig war und dass Beethoven ständig zu kämpfen hat gegen Raubdrücken. Man kann dann ein bisschen besser verstehen, dass er Verleger gegeneinander ausspielte. Im Wesentlichen hat er einfach als Geschäftsmann agiert, er hat seine Werke verkauft, er hat Agenten gehabt, er hat Verleger gehabt, er hat dann sogar eben seine Erträge in Aktien anlegen können. Er hat aber auch diese Aktien verwendet, um als Sicherheiten zu dienen, um wieder Geld aufnehmen zu können. Verleger waren Beethovens primäre Geschäftspartner. Der Umgang miteinander war aber nicht immer ganz einfach. Immer wieder zogen sie die Wut des Komponisten auf sich. Das hier sind die berühmten 4 nicht-Beethovenschen Takte. Ludwig van Beethoven schickte Opus 31.1 und Opus 31.2 zu Herrn Nägeli nach Zürich für die Erstausgabe. Beethoven staunte nicht schlecht, als er feststellen musste, dass dieser liebe Herr Nägeli als Herausgeber 4 Takte dazu komponierte. Das ist jetzt Beethoven. Und jetzt Nägeli. Und jetzt wieder Beethoven. Beethoven war so fuchsteufelswild, dass er sofort seinem Herausgeber Simrock den Auftrag erteilte, eine neue Erstausgabe zu drucken. Das Erstaunliche nur ist, dass als Beethoven die Opus 31 Nummer 3 wieder zur Erstausgabe freigeben musste, schickte er sie wieder dem Herrn Nägeli. Und dafür gibt es nur einen einzigen Grund. Wahrscheinlich zahlte er um eine Spur besser. Meine Kompositionen tragen mir viel ein. Ich habe auf jede Sache 6, 7 Verleger und noch mehr, wenn ich mir es angelegen sein lassen will. Man akkordiert nicht mehr mit mir, ich fordere und man zahlt. Aber warum klagte Beethoven dann ständig über Geldsorgen und hat Jahre seines Lebens damit verbracht, Geld einzutreiben? Hatten ihm nicht sogar 3 der reichsten Wiener Adligen eine großzügige Leibrente von 4.000 Gulden im Jahr zugesichert? Oktober 1808 bekam Beethoven das Angebot, Kapellmeister zu werden in Kassel. Das war für die Wiener ein Schock. Daraufhin entschieden 3 Adlige, ihm ein Jahresgehalt von 4.000 Gulden zu geben. Und zwar der Erzherzog Rudolf und die Prinzen Kinsky und Lobkowitz. Fürstlicher Lumpenkerl. Auf den ersten Blick war das ein sehr günstiges Angebot. Beethoven hatte ja nur die Verpflichtung, um in Wien zu bleiben. Leider hat sich aber schnell herausgestellt, dass es um eine lahme Ente ging. Durch die Wirtschaftskrise und die Inflation hat das Geld viel von seinem Wert verloren. Außerdem gab es Zahlungsschwierigkeiten mit Kinsky und Lobkowitz. Dieser Fürst. Fitzli, Putzli. Beethoven musste sogar gegen seine Mäzene vor Gericht ziehen. Erst nach 6 Jahren bekam er, weniger oder mehr, die ausgemachte Unterstützung. Und das bis zu seinem Lebensende. Von allen wieder im Verlust durch die Zeit. Umstände ist mein Gehalt kaum mehr für 3 Monate. Viel weniger für 12, hinreichend. So sieht es denn aus in diesem monarchischen, anarchistischen Österreich.
Der Anfang des 19. Jahrhunderts war ja eine sehr turbulente Zeit. Es war ja zunächst einmal die Napoleonischen Kriege, die über diese Ausgabe von Banknoten eben eine Hyperinflation bewirkt haben. Und Hyperinflation wirkt sich für Arme und Reiche ganz unterschiedlich aus. Wer Geld hat, verliert, wer keines hat, ist mit ständig steigenden Preisen und Mieten konfrontiert. Der hat es eben trotz dieser sehr turbulenten Zeit, wo er immer wieder auch Geld verloren haben muss, wir wissen das nicht so genau, aber dann am Ende seines Lebens zu einem Vermögen von 10.000 Gulden gebracht. Und das ist doch ein beträchtlicher Wert. Das ist vielleicht etwas, was man seinem Lebensstil gar nicht angesehen hat, denn er hat ja mal dort, mal da gelebt, hat auf Wohnungseinrichtung oder solche Dinge keinen Wert gelegt. April 1822 kam es zu einer Begegnung zwischen Rossini und Beethoven in seiner Wohnung in der Landstraße. Rossini war erstaunt, als er merkte, in welche ärmliche Verhältnisse der große Beethoven lebte. Er selbst war sehr reich und lebte sehr luxuriös und war erstaunt, um zu sehen, dass Beethoven nur lebte in 3 kleinen Zimmern, dass alles durcheinander war und dass es durchregnete. Wir müssen Rossini hier der Legendenpflege verdächtigen, denn die Tatsachen lagen anders. Ab 1796, als die Napoleonischen Kriege so richtig in die Gänge gekommen sind, wird also immer mehr Geld geschaffen und um 1811 hat das einen Höhepunkt erreicht. Da ist über 1 Milliarde Gulden, eben solche Banknoten Gulden im Umlauf gewesen und das hat zum Staatsbankrott geführt. Von heute auf morgen ist diese Währung dann auf 1/5 reduziert worden. Man hat sie dann Wiener Währung genannt. Und auf diese Art und Weise haben natürlich alle, die Geld hatten, jetzt mal nur mehr 1/5 von dem Geld in der Hand gehabt. Man hat eben dann versucht, 1816 mit der Nationalbank da eine neue Zeit zu beginnen und hat dann noch einmal eine Abwertung gemacht. Beethoven war ja schon vor dieser Währungsturbulenz vermögender Mann, weil er ja als Musikunternehmer alle möglichen Einnahmequellen hatte. Aber er hatte ja kein Land, er hatte keine Wohnung, er hatte also keine Immobilien, also von daher keine Sicherheitswerte, sondern er ist von verschiedenen eben Geldeinnahmen abhängig gewesen. Und wenn alle diese Ersparnisse waren natürlich genau von dieser 90-prozentigen Abwertung betroffen. In Armut hat das unseren Musikunternehmer trotzdem nicht gestürzt. Er war einfach ein bisschen eigen. Auf die Kleidung legte Beethoven in den letzten Jahren nicht den allergrößten Wert. Er wurde auch einmal in Wiener Neustadt verhaftet, weil man gedachte, das ist irgendwie, wie man so schön sagt, ein Sandler, ein Clochard. Und wurde natürlich sofort wieder aus der Polizeistation befreit. Aber ich glaube, er war oft nicht sehr vorteilhaft und wie man so schön sagt, nicht ganz appetitlich angezogen. Beethoven hat sich ja nicht, wie man in Wien so schön sagt, als Exemplar inszeniert. Dafür war er zu authentisch. Bei Kleidungsfrage ist es sicherlich um Geiz gegangen. Aber vielleicht ging es auch um eine vergeistigte Existenz. Beethoven war durch eine Leibrente abgesichert. Er hatte beträchtliche Einkünfte durch Akademien und den Verkauf von Kompositionen. Trotzdem lebte er kein großbürgerliches Leben. Beethovens Geldsorgen waren schon fast paranoider Natur. Es wird gesagt, dass ihn nach der Uraufführung der 9. Sinfonie die gesammelten Einnahmen am meisten interessiert hätten. Dafür dürften die prekären wirtschaftlichen Verhältnisse der Kindheit und Jugend verantwortlich sein.
als er zeitweilig sogar seine Familie ernähren musste. Auch wurde immer wieder durch seine Krankheit alle zukünftigen Einkünfte in Frage gestellt. Und das war schlimm. Beethoven brauchte ja absolute Sicherheit in finanzieller Hinsicht. Beethoven starb als wohlhabender Mann. Seinem Neffen Karl hinterließ er ein umfangreiches Aktienvermögen. Wir erinnern uns als Beethoven, als Musiker, als Komponist. Seine bleibenden Werke sind die Kompositionen. Aber Beethoven hat eben auch ein Vermögen hinterlassen. Und das hat er mit dieser Musik erwirtschaftet. Einer unbekannten Person, vielleicht der unsterblichen Geliebten, ließ er sogar mehrere tausend Gulden zukommen. Selbst seinem Bruder, zu dem er ein problematisches Verhältnis hatte, hat er bis zu 10.000 Gulden geliehen. Für Luxus hat Beethoven das Geld nicht ausgegeben. Er verschwendete kein Geld. Aber er war ein tüchtiger Geschäftsmann, der durch diversifiziertes Unternehmertum zu viel Geld kam. So fordernd er mit Aristokraten und Verlagen war, so freigebig war er mit seinen Freunden und seiner Familie. Vorwürfe muss ich Ihnen dann doch machen, dass Sie sich nicht schon lange an mich gewendet. Bin ich nicht Ihr wahrer Freund? Warum verbergen Sie mir Ihre Not? Keiner meiner Freunde darf da haben, solange ich etwas habe. Zu Beethovens Beerdigung am 29. März 1827 kommen 20.000 Leute, ein Drittel der Wiener Bevölkerung. Das Militär muss für Ordnung sorgen. Die Würdenträger der Stadt sind fast vollständig versammelt. Ein Ereignis, wie beim Tod von David Bowie oder Prinzessin Diana. Mozart, Wiens späteren Liebling, hatte man noch unaufgeregt in einem Massengrab verscharrt. Warum war gerade Beethovens Tod das größte Trauerereignis, das Wien je gesehen hat? Beethoven hat so vieles bewegt, was für die Zukunft und für die Entwicklung der Musik sehr, sehr wichtig war. Der humorvolle, großzügige, gewitzte und überaus intelligente Mensch hinter dem mythologischen Namen ist aber der wenigste bekannt. Wie, wann und warum wurde Beethoven unsterblich? Plaudite, amici, commedia finita est. Applaudiert, Freunde, die Komödie ist vorbei. Bilder wie diese waren die Bravo-Star-Poster der damaligen Zeit und erschienen als Beilagen in Musikzeitungen. Aber am Ende seines Lebens wurden Beethovens Werke kaum noch gespielt. Ein grimmiger alter Mann,
der nur noch Musik und Gedanken verfasste, die niemand mehr verstand. Gleichzeitig feierte man schon sein überlebensgroßes Abbild. Ein Schatten aus mythologischem Kitsch legte sich über seine Musik und seine Person. Die Verklärung und Legendebildung begann eigentlich gleich nach Beethovens Ankunft in Wien. Sie hatte nicht nur mit seiner Musik zu tun, sondern auch mit seinem Image. Man muss sich vorstellen, dass Beethoven schon damals weltberühmt war. In einer vorglobalisierten Welt, in der ein Brief von Wien nach London Wochen, wenn nicht Monate brauchte. Bereits zu Lebzeiten erlebte sie eine absolute Blüte. Schon die berühmte Kritik der 5. Symphonie von E.T. Hoffmann hatte einen regelrecht sakralen Ton. Beethovens Instrumentalmusik öffnet uns das Reich des Ungeheuren und Unermesslichen. Glühende Strahlen schießen durch dieses Reiches tiefe Nacht, die alles in uns vernichten, nur nicht den Schmerz der unendlichen Sehnsucht. Beethovens Musik erweckt jene unendliche Sehnsucht, welche das Wesen der Romantik ist. Seine Zeitgenossen bedingten die Gier der Öffentlichkeit nach Neuigkeiten, aber auch einfach nach Klatsch und Tratsch aus dem Hause Beethoven. Man fing an zu romantisieren, wo man konnte. Goethe zum Beispiel lästerte: Zusammengefasster, energischer, inniger habe ich noch keinen Künstler gesehen. Ich begreife recht gut, wie er gegen die Welt wunderlich stehen muss. Und Antonio Brentano schwärmte: Sein Spiel lässt eine allen anderen Empfindungen unähnliche Empfindung empfinden. Sein ganzes Wesen ist einfach, edel, gutmütig. Und seine Weichherzigkeit würde das zarteste Weib zieren. Es gab damals schon einen Markt für alles, was mit Beethoven zu tun hatte. Er war ja ein Celebrity. Sein virtuoses Klavierspiel, seine Nähe zum Adel, die Tragik seiner Taubheit, die Exzentrizität seines Auftretens, seine Unangepasstheit und vor allem seine Musik spielte eine große Rolle dabei. Wer hatte ein Interesse an dieser Mythenbildung? Die Adligen haben sich gerne mit Beethovens Genie geschmückt und damit zur Aura seiner Prominenz beigetragen. Damit waren sie aber nicht die Hauptprofiteure. Es gab schon zu seinen Lebzeiten eine Beethoven-Industrie. Davon profitierte aber gar nicht unbedingt Beethoven selbst, sondern vor allem seine Verleger. Clementi zum Beispiel verdiente zum Teil das 50-fache seines Einsatzes an Beethovens Musik. Eine besondere Rolle spielte dabei der Leipziger Verlag Breitkopf und Härtel. Die gaben die wichtigste Musikpublikation der Zeit heraus, die aber gleichzeitig eben auch ein Reklameblatt für die eigene Veröffentlichung war. Zunächst war man über Beethovens Werke geteilter Meinung. Da hat dann weder die Kunst irgendeinen Zuwachs, noch der Künstler davon Ehre. Im Gegenteil ist für diese wahrer Verlust dabei. Was die Leipziger Rezensenten betrifft, so lasse man sie doch nur reden. Sie werden gewiss niemand durch ihr Geschwätz unsterblich machen. Das änderte sich schlagartig, als man anfing, Beethovens Werke im eigenen Verlag herauszugeben. Es fragt sich, ob diese oft seltsamen Erzeugnisse seiner kontemplativen Muße ein Gewinn für die Kunst sind. Uns dünkt ein recht eigentlicher. Denn welcher von den lebenden Komponisten hat den Mut, sein Streben nach dem Beifalle der Menge abzuschütteln und für einen kleinen Kreis zu schreiben?
Besonders die große Fuge für Streichquartett überforderte das Publikum vollständig. Man schwankte zwischen Ratlosigkeit und Unwillen. Und selbst heute ist es immer noch ein sperriges Werk. Das Publikum war immer fasziniert von ihm und es war immer dasselbe. Nur das Publikum hat nicht diese Entwicklung wie Ludwig van Beethoven mitgemacht, seine geistige Entwicklung als Revolutionär. Es gab verständnislose Kritiker der späten Werke. Dann gibt es ein Konzert, woran sich allenfalls die Marokkaner ergötzen können. Vielleicht kommt noch die Zeit, wo das, was uns beim ersten Blicke trüb und verworren erschien, klar und in wohlgefälligen Formen erkannt wird. Man kann davon ausgehen, dass das vergeistigte Gewicht der späten Werke den Mythos Beethoven zusätzlich befeuert hat. Auch wenn diese Musik viele Hörer überforderte. Der hohe intellektuelle Anspruch seiner Werke bietet Gesprächsstoff. Ganz so wie zum Beispiel bei Nietzsche oder Schopenhauer, die zwar jeder kennt, deren Inhalte aber die meisten überfordern. Man bewundert, was man nicht versteht, oder kann damit angeben, dass man es tut. Tatsächlich waren einige seiner Kompositionen, zum Beispiel die 9. Symphonie, immer noch extrem erfolgreich beim Publikum. Was schwer ist auch schön, gut, groß. Jeder Mensch sieht also ein, dass dieses das fetteste Lob ist, was man geben kann. Denn das Schwerste macht Schwitzen. Die Sonaten sind nicht nur schwer vom Gehalt, sondern sie sind auch schwer zu spielen. Beethoven blieb ja bis an sein Lebensende ein Virtuose im Geiste. Das Scherzo, ein schneller Scherzosatz mit sehr schwierigen Takten, auch für uns Pianisten sehr, sehr schwer zu spielen. Das sind so die Momente, wo man ein bisschen zittert. Beethoven muss ein fantastischer Pianist gewesen sein. Keine Frage, dass er am Ende seines Lebens rein vom Spieltechnischen durch den Verlust seines Gehörs gelitten hat. Einen tauben Komponisten haben die Menschen noch nie gesehen. Beethovens fast übermenschliche Leistung, Musik zu schreiben, die er nicht mehr hören konnte, übte einen besonderen Reiz auf die Menschen aus und befeuert bis heute den Mythos Beethoven. Ja, da wurde ich durch die verdoppelte traurige Erfahrung meines schlechten Gehörs dann zurückgestoßen. Und auch war es mir noch nicht möglich, den Menschen zu sagen, sprecht lauter, schreit, denn ich bin taub. Ach, wie wäre es möglich, dass ich die Schwäche eines Sinnes angeben sollte? Ein taubes Genie, das in den höchsten Kreisen ein- und ausgeht? Allerhand. Das war etwas Besonderes. Aber wie kam er zu seinem Ruf als Sonderling und Außenseiter? Der Grund dafür dürfte Beethovens Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit gewesen sein. Mit seinen langen Haaren, unrasiert, lodderig gekleidet, der Hut schräg nach hinten, meistens in sich gekehrt, aber dann wiederum laut schreiend, als er jemanden an der anderen Seite der Straße erkannte. Der schwedische Dichter Per Atterbom beschreibt ihn 1826 so. An der uns entgegenstehenden Wand, an welcher kolossale, mit Kohle rastrierte Papierbogen klebten, stand, uns den Rücken zugewendet, Beethoven. Aber wie? Es mochte ihm an dem übermäßig heißen Sommertage die Kleider zu unbequem geworden sein, und so hatte er sie abgelegt und schrieb, nur mit einem kurzen Hemde angetan, zuweilen mit rotem Stifte flüchtige Noten an die Wand. Dann trat er vor und zurück, taktierte wohl auch und schlug auf seinem saitenlosen Klaviere einige Tasten an. Die Abkehr von der Welt der Menschen und der Rückzug in die Welt des Vergeistigten gingen Hand in Hand. Das befeuerte die Legendenbildung aber nur noch mehr.
Beethoven ging auch musikalisch immer radikalere, neue Wege. Er verließ endgültig das Reich der eingängigen Melodien und bescherte der Welt eine musikalische Passionsgeschichte. Eigentlich könnte man sagen, dass Beethovens späte Klavier- und Kammermusik den Weg ins 20. Jahrhundert ebnete. Die Arietta, der Opus 111, enthält eine unglaubliche Steigerung an Dynamik, an Explosion, an Espressivo bis hin quasi Ragtime. Igor Strawinski nannte diese Sonate wortwörtlich, das ist die Boogie-Woogie-Sonate. Für die damalige Zeit muss das ein Schock gewesen sein für das Publikum. Nicht umsonst, wie gesagt, hat sich das Publikum dann in den späteren Jahren Rossini zugewandt. Diese Musik war für sie zu fremd, es war zu revolutionär. Sie ist auch heute noch eine revolutionäre Musik, auch heute noch sehr schwer zu verstehen. Übrigens, bei Beethoven gibt es in vielen seiner Werke immer wieder ein paar Takte, die richtig schwingen. Heute gibt es unter Experten keinen Streit mehr. Die späten Beethoven-Werke gelten als Krönung seines Œuvres. Für mich persönlich ist Opus 110 eine der größten Sonaten Beethovens. Dieser langsame Satz, diese Wehmut, diese Sehnsucht, die er immer hatte Zeit seines Lebens, die Sehnsucht für Wärme und Liebe. Die letzten 3 Klaviersonaten sehen viele Kenner als eine Einheit. Nach Opus 110 folgte nur noch die rätselhafte 32. Sonate mit nur 2 Sätzen. Der zweite davon ein wehmütiger, stetig fließender Variationensatz, in dem sich Beethoven endgültig von allen bestehenden Formen verabschiedet und zu einem Schiffer auf einem mächtigen Strom ungeahnter musikalischer Tiefe wird.
Dieses Verklingen der Arietta lässt auch das Verklingen seiner Sonaten im Einklang. Wir können ja nicht wissen, ob Beethoven noch weiter Klaviersonaten geschrieben hätte, wenn er länger gelebt hat. Es ist aber ein reizvoller Gedanke, dass er den Korpus von 32 Sonaten mit dieser Arietta abgeschlossen hat. Ich hoffe, noch einige große Werke zur Welt zu bringen und dann, wie ein altes Kind, irgendwo unter guten Menschen meine irdische Laufbahn zu beschließen. Das geht parallel mit dem Verklingen der Sonaten, das Verklingen dieser Sonate. Quasi ein Ende in das Universum, in das Unendliche. Sein bekanntestes Werk, auf jeden Fall das mit der größten popkulturellen Wirkung auf die Nachwelt, sollte Beethoven erst noch schreiben. Beethoven hat sehr oft an mehreren Werken gleichzeitig gearbeitet. Die 9. Symphonie entstand schon in den Jahren 17 und 18. Der erste Satz zum Beispiel gibt es schon Skizzen. Die Sonaten, die letzten 3, wurden in den Jahren 20, 21 bis 22 komponiert. Und 22 wurde dann auch die 9. Symphonie von Beethoven vollendet. Also es war immer ein Ineinandergehen. Die Uraufführung der 9. Sinfonie war ein Ereignis. Das ganze Wiener Establishment war präsent und der Saal war übervoll. Schon nach dem 2. Satz, dem Scherzo, gab es einen riesen Applaus. Weil der taube Beethoven das nicht merkte, drehte die Sopranistin ihn um, damit er sich verbeugen konnte. Und am Ende war das Publikum in Ekstase. Die Leute schwenkten mit Hüten und Taschentüchern. Beethoven hatte insgesamt 5 Auftritte. Sogar dem Kaiser passierte das nie. Musik ist höhere Offenbarung als alle Weisheit und Philosophie. So unkonform sein öffentliches Auftreten gewesen sein mag, war auch der alte Beethoven ein herzlicher und nahbarer Mensch und nicht der jenseitige Titan, in dessen Schatten er heute steht. Er freute sich über jeden Besuch und kochte dann eigenhändig Kaffee, wobei er ausführlich demonstrierte, wie seine Kaffeemaschine, die neueste, die es gab, funktionierte. Noch an seinem Sterbebett war er von Freunden und Lebensbegleitern umgeben.
Wien, Montag, 26. März 1827. Dichte Wolkenfelder verdunkeln die Stadt. Plötzlich erleuchtet ein greller Blitz, von einem gewaltigen Donnerschlag begleitet, das Zimmer. Beethovens Augen öffnen sich weit. Er hebt die rechte Hand, ballt sie zur Faust und starrt ernst und drohend in die Höhe. Dann sinkt die Hand wieder aufs Bett. Seine Augen schließen sich halb. Der anwesende Anselm Hüttenbrenner stützt mit seiner rechten Beethovens Kopf, die linke legt er ihm auf die Brust. Doch Beethoven atmet nicht mehr und sein Herz hat aufgehört zu schlagen. Hüttenbrenner drückt ihm die Augen zu und küsst ihm die Lider, die Stirn, den Mund und die Hände. Beethoven war ein Gigant, ein lebendes Monument, ein legendärer Komponist und eine Ikone der Kunstschaffenden in Wien und auf der ganzen Welt. Der Welt des Wirklichen scheinbar enthoben. Und doch schrieb der Dichter Franz Grillparzer in seiner Trauerrede über ihn: Ein Künstler war er, aber auch ein Mensch. Mensch in des Wortes vollkommenster Bedeutung. Weil er von der Welt sich abschloss, nannten sie ihn feindselig. Und weil er der Empfindung aus dem Wege ging, gefühllos. Ach, wer sich hart weiß, der flieht nicht. Gerade das Übermaß der Empfindung weicht der Empfindung aus. Wenn er die Welt floh, so war's, weil er in den Tiefen seines liebenden Gemütes keine Waffe fand, sich ihr zu widersetzen. Wenn er sich dem Menschen entzog, so geschah's, nachdem er ihnen alles gegeben und nichts zurückempfangen hatte. Er blieb einsam, weil er kein zweites fand. Aber bis zum Tode bewahrte er ein menschliches Herz, allen Menschen, ein väterliches den Seinen, Gut und Blut aller Welt. Beethoven war ein Popstar seiner Zeit. Die Wahrnehmung seiner Person glich eine nicht hinterfragte heilige Verehrung. Zu Lebzeiten war er eine Legende. Mit seinem Tod wurde er zu einer Lichtgestalt der Romantik. Seitdem wurde die Figur Beethoven von vielen vereinnahmt. Wesentlich ist aber nicht der Mythos Beethoven, sondern der Geist seiner Musik. Die Musik ist unsterblich, aus einem einfachen Grund. Es gibt keine authentische Interpretation. Niemand von uns hatte das Vergnügen, mit Beethoven zu frühstücken. Deswegen sind wir auch nicht imstande zu sagen, das ist richtig und das ist falsch. Nein, morgen klingt es wieder ganz, ganz anders. Das ist der Unterschied zum Beispiel zur bildenden Kunst. Wenn ein Maler sich zur Staffelei setzt und ein Bild malt, ist das ein Bild für die Ewigkeit. Es hängt an der Wand und wird sich nie mehr ändern. Die Musik ist unsterblich, Gott sei Dank. Beethoven, der David Bowie des 19. Jahrhunderts, empfängt heute noch freudig jeden zu Gast, der interessiert ist. Er kocht ihnen keinen Kaffee mehr, aber er hat immer noch eine unsterbliche Botschaft für uns.